Susan lebte in York in Pennsylvania und liebte nichts mehr als lange und weite Ausflüge auf ihrem fuchsfarbenen Pferd namens Play-Doh zu unternehmen. Sie nahmen oft an Wettkämpfen teil und verbrachten viele Stunden mit dem Training auf allen möglichen Terrains. Auf diese Weise konnten sie sich nicht nur in ihrem Sport verbessern, sondern auch eine ganz besondere Bindung zueinander aufbauen. Doch leider geschah eines Tages etwas Schreckliches. Sie waren in einem abgelegenen Park unterwegs, den sie noch nie zuvor besucht hatten. Obwohl Susan eine erfahrene Reiterin ist, hatte sie Mühe, Play-Doh unter Kontrolle zu halten. Er schien sich in der fremden Umgebung unsicher zu fühlen. Susan versuchte schnell von dem Ort wegzukommen und das Tempo zu erhöhen. Doch das erwies sich als schlechte Idee. Play-Dohs Huf rutschte auf einem Stein aus und er stolperte und fiel schwer zur Seite. Das brachte Susan aus dem Gleichgewicht und sie fiel auf den felsigen Boden. Das Stolpern und der Aufruhr, als Susan von seinem Rücken fiel, erschreckten das Pferd und es begann so schnell davon zu laufen, wie es nur konnte. Bevor Susan überhaupt begriffen hatte, was los war, war Play-Doh schon längst weg. Sie versuchte ihm hinterherzulaufen, aber es war zwecklos. Sie war völlig außer Atem und das Pferd war bereits über alle Berge. Play-Doh trug immer noch ein türkisgrünes Sattelzeug. Also hoffte Susan, dass jemand, der das einsame Pferd sah, bemerken würde, dass etwas nicht stimmte. Allerdings wollte sie sich nicht darauf verlassen und beschloss, aktiv zu versuchen, Hilfe zu bekommen. Sie begann allen zu erzählen, was passiert war. Je mehr Leute wussten, dass ein Pferd frei herumlief, desto mehr würden nach ihm Ausschau halten. Susan rief auch die Polizei in der Hoffnung, dass sie ihr irgendwie helfen könnten. Alles, woran sie denken konnte, war, Play-Doh wieder in Sicherheit zu bringen. In der Zwischenzeit richtete sie eine spezielle Facebook-Seite ein, um die Nachricht zu verbreiten, und druckte massenweise Plakate und Flugblätter, die sie in der Gegend aushing. Die Geschichte verbreitete sich rasant und immer mehr Menschen meldeten sich, was Susan Mut machte. Trotzdem blieb Play-Doh verschwunden. Lokale Nachrichtensender begannen über die Geschichte zu berichten und ein großer Suchtrupp wurde organisiert, um Susan bei der Suche nach ihrem geliebten Pferd zu helfen. Es gab nicht nur zufällige Leute, die helfen wollten, sondern auch Teams von Spezialisten. Mitglieder der Polizei von Howard County, Maryland und viele Mitglieder des Maryland Horseman Club. Die Zahl der Menschen, die Susan helfen wollten, hatte sie überwältigt. Doch nach einem ganzen Tag der Suche gab es immer noch keine Spur von Play-Doh. Keine Hufabdrücke, kein Hinweis auf die Richtung, in die er gegangen sein könnte, ja nicht einmal ein Anzeichen dafür, dass er überhaupt in der Gegend vorbeigekommen war. Für Susan war es eine herzzerreißende Entwicklung. Würde sie ihr geliebtes Pferd jemals wiedersehen? Oder würde es für immer verloren sein und sie würde den Rest ihrer Tage ohne es leben müssen? Während die Suche noch mehrere Tage andauerte, wurde Susan mit jeder Stunde unsicherer. Selbst Menschen mit Drohnen und Hubschraubern konnten wegen der dichten Baumkronen nicht helfen. Etwa 10 Tage nach dem Verschwinden erhielt Susan einen Anruf, dass Play-Doh gefunden worden war. Ihr Herz machte einen Sprung und sie eilte zu der Stelle, wo der Anrufer war. Aus der Ferne sah das Tier tatsächlich wie ihr geliebtes verschwundenes Pferd aus. Es hatte die richtige Farbe und Größe und alles. Aber als sie näher kam, war klar, dass es sich nicht um Play-Doh handelte, sondern nur um ein ähnlich aussehendes Pferd, das von einer nahegelegenen Ranch entlaufen war. Die Behörden wurden über das Missverständnis informiert und waren gezwungen, Susan mitzuteilen, dass ihr geliebtes Pferd höchstwahrscheinlich verstorben war. 10 Tage waren eine lange Zeit für ein domestiziertes Pferd, um in einem Wald zu überleben. Und selbst sie musste zugeben, dass die Wahrscheinlichkeit, Play-Doh lebend zu finden, langsam gegen Null ging. Ein paar Tage später reisten einige Freunde durch das Land und planten eine Wanderung, etwa 5 Kilometer von der Stelle entfernt, an der Susan Play-Doh zuletzt gesehen hatte. Emily Perryman, Vlad Konstantinov und David Sugar wollten einen Weg von einem örtlichen Gasthaus aus nehmen. Aber kurz bevor sie aufbrachen, bemerkten sie ein Schild an der Tür. Es war ein Plakat für das vermisste Pferd. Sie lasen es, schauten sich das Bild an und unterhielten sich sogar kurz darüber, wie jemand ein Pferd verlieren kann. Sie verdrängten es und machten sich anschließend auf den Weg. Der Tag war hell und sonnig und sie wollten das Beste aus dem schönen Wetter machen. In der Gegend gab es viel zu tun und zu sehen, also wollten sie so viel wie möglich unternehmen, bevor sie zu ihrem nächsten Ziel weiterzogen. Nach etwa einer Stunde Wanderung durch die dichten Bäume hörten sie ein seltsames Geräusch. Ein tiefes Grollen und schwere Bewegungen. Das Geräusch prallte von den Bäumen ab, verwirrte sie und erfüllte sie mit einem seltsamen Gefühl des Unbehagens. Sie versuchten sich darüber lustig zu machen und weiterzugehen, aber irgendetwas daran zog sie an. Sie mussten der Sache nachgehen. Vielleicht war es eine Person, die in Schwierigkeiten steckte. Vielleicht war es auch, wer weiß. Ihnen gingen alle möglichen seltsamen und beunruhigenden Gedanken durch den Kopf. Denn jeder von ihnen hatte schon einige Horrorfilme gesehen. Aber als sie langsam Blätter und Äste beiseite schoben, sahen sie etwas, das ihre Augen weit aufgehen ließ.
Dort an einem Baum gelehnt, stand ein Pferd. Sein Sattel und sein Zaumzeug waren nicht richtig befestigt, aber sie waren noch teilweise an seinem Körper angebunden, während sich die andere Seite in einem Baum verfangen hatte, was bedeutete, dass es dort angebunden war. Das Pferd schien sehr müde und verängstigt zu sein. Also sprachen die 3 Freunde sanft und leise mit ihm, während sie sich näherten. Es gelang ihnen, das Pferd loszumachen, und mit ein wenig sanftem Zureden führten sie es den ganzen Weg zurück zum Gasthaus. Sie wollten die Besitzer bitten, die Polizei zu rufen, doch dann erinnerten sie sich plötzlich an das Plakat an der Tür. Als sie sich das Bild näher ansahen, wurde ihnen etwas Schockierendes klar. Das Pferd, das sie gerettet hatten, war Play-Doh. David holte sein Handy heraus und wählte die Nummer auf dem Plakat. Eine Frau meldete sich und klang müde und traurig. Aber sobald er ihr die Situation erklärte, konnte er die angespannte Aufregung in ihrer Stimme hören. Sie sagten ihr ihren Standort und warteten. Nach einer halben Stunde kam Susan an. Die 3 Freunde warteten vor dem Gebäude und führten sie um die Hintertür. Als sie um die Ecke bogen, brach Susan in Tränen aus. Es war wirklich Play-Doh. Sie dachte, sie würde ihn nie wiedersehen. Sie rannte zu ihm und umarmte ihn. Es war klar, dass das Pferd genau wusste, wer Susan war, und es stieß ein paar aufgeregte, wirrende Geräusche aus. Play-Doh hatte mehrere Schnittwunden an den Beinen, aber das war das Schlimmste an Verletzungen. Er sah nicht einmal zu dünn aus. Er brauchte einfach nur viel Ruhe und Nahrung. Susan konnte den Wanderern nicht genug danken. Sie hatte alle Hoffnung verloren, dass sie Play-Doh jemals wiedersehen würde. Zum Glück ging es Play-Doh absolut gut und er und Susan konnten schon nach wenigen Wochen wieder reiten. Wenn auch sehr viel vorsichtiger. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein Pferd ging 17 Jahre lang alleine spazieren. Eines Tages tat es etwas Unglaubliches mit einem Baby. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.